Hallo, willkommen zu einem neuen Video von UVR-Tech. Mein Name ist Marco und heute wollen wir mal live uns anschauen, wie wir das FOV der HP Reverb G2 beeinflussen können. Ja, wir testen das Ganze einmal mit dem Original Faceplate. Dann habe ich mir das VR-Cover der Samsung Odyssey Plus gekauft. Das ist gestern angekommen. Und dann gucken wir mal, wie wir generell wie das FOV generell noch zu vergrößern ist, nämlich ganz ohne Faceplate, also wenn wir ganz nah an die Linsen gehen. Ich würde sagen, wir gehen in das Testtool direkt einmal rein und ich teste das erstmal nochmal Stock hier. Das Headset ist übrigens schon bequemer geworden für mich. Vielleicht haben wir jetzt 1, 2 Grad ja mehr, weil ich auch ein bisschen die Einstellung des Headsets besser gefunden habe, als ich das erste Mal aufgesetzt habe. Und da habe ich ja nur so einen schnellen FOV-Test gemacht. Und ja, gucken wir einfach mal rein. So, dann öffne ich mal das Testtool. Da sind wir auch schon drin. Jetzt setze ich die Brille auf. Okay. So, guck mal eben, ob ihr alles seht. Ja, das ist in Ordnung, richtig? So, leider ist das Testtool nicht für die Controller optimiert. Man muss hier so eine wilde Bewegung machen, damit man hier hingelangt. Und das ist hier die Testkammer sozusagen. Hier sehen wir jetzt, wir haben noch keinen Result, weil wir ja noch nicht gemessen haben. Und jetzt messe ich mal zuerst das vertikale Field of View. So, wir gehen weiter, weiter, weiter. Jetzt wird's langsam eng. Ich sehe es nach oben, aber nicht mehr unten. So, jetzt sitzt noch ein bisschen besser, aber alles bequem, also hier nichts gefaked quasi. So, jetzt sehe ich beide Punkte noch und bei 112 nicht mehr. Also 110 Grad kann ich hier messen beim vertikalen Field of View. Dann gehe ich hier in das Horizontale. Und messe hier auch ganz schnell. Da braucht man ja gar nicht lange gucken. Entweder sieht man das oder man sieht es nicht. So, da kann ich sicher sagen, 98 Grad horizontales Field of View kann ich hier messen. Ich habe jetzt gerade gar nicht mehr die Werte meines ersten Tests, dieses schnellen Tests im Kopf. Aber ja, dadurch, dass jetzt auch das Padding so ein bisschen eingedrückt ist natürlich und dass ich die Brille jetzt anders aufhab als zuvor, würde ich sagen, dass sich das mit Sicherheit um 2 oder 4 Grad vielleicht sogar unterscheidet. Das ist alles, ich sag mal, Messtoleranz und hat jetzt nichts mit dem wirklichen FOV, was man dann sieht, zu tun. Ja, dass man dann sagt, oh, was ist das denn? Das ist ja viel kleiner, wenn das 4 Grad kleiner ist oder so. Okay, ja, jetzt würde ich sagen, nehme ich das Faceplate einmal ab. Hallo Jacuzzi, schön, dass du auch da bist. Ich hoffe, alles ist in Ordnung hier im Livestream. Ich habe im Moment leider Probleme mit meinem Internetprovider. Das ist wirklich ärgerlich. Okay, jetzt habe ich das Jacuzzi. Kannst du mal bitte aus der Nähe zeigen, wie du die Brille aufsetzt? Ja klar, dann tue ich das nochmal rein, das Faceplate. So, und drehe ich mich mal zur Seite. Ja, man sieht das wegen des Greenscreen-Effekts. Und zwar habe ich das Headset nicht so weit unten, wie ich es beim ersten Auspacken gemacht habe, weil ich dann gemerkt habe, also ich habe mich viel damit beschäftigt gestern. Die Tage davor hatte ich nicht so viel Zeit. Ich habe gemerkt,
dass dadurch das Headset von oben näher an meine Augen gepresst wird und ich einen größeren, schärferen Bereich sehe. Das können wir vielleicht heute Abend im Livestream auch nochmal auffassen. Und zwar finde ich es so viel angenehmer. Ich habe nicht mehr dieses Problem, dass ich nur in der Mitte scharf sehe und außen viel weniger. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass sich da natürlich ein Gewöhnungseffekt, sieht man das? Theoretisch könnte es noch weiter runter, aber ich habe es jetzt hier weiter oben und es ist trotzdem bequem. Theoretisch kann es aber natürlich auch sein, dass sich da ein Gewöhnungseffekt eben ähm, eingeschlichen hat, sage ich jetzt mal, ja. Also dass wir einfach das unscharf am Rand nicht mehr so sehr sehen, wie wir es eben am Anfang gesehen haben. Ne? Das ist aber ganz logisch. Das habe ich auch erwartet und auch gesagt im ersten Livestream. Also alles super. Also ich bin sehr zufrieden übrigens mit der Brille. Ich habe gestern wirklich 4, 5 Stunden war ich ununterbrochen in der Brille, habe alle Spiele ausgetestet, Performance-Tests und so weiter und also echt top, muss ich wirklich sagen. Heißt aber nicht, dass die Probleme, die auf Reddit stehen, nicht wirklich da sind. Ne? Also da braucht man nicht drüber reden. Ich hatte hier scheinbar Glück, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, sie ist dann endlich angekommen auch. Und Gott sei Dank, toi toi toi, dann auch ohne Schäden, ja. Jo, gerne, Jacuzzi. Okay, dann kommen wir zum zweiten Test. Wir hatten hier 110 Grad und 98 Grad. Das ist jetzt quasi das maximal physikalisch mögliche Field of View. Dafür mache ich das natürlich hier hoch, weil ich kann das jetzt nicht mehr tragen. Das Kabel stört hier ein bisschen, wie immer. So, 110, 98. Also, jetzt gehe ich so weit dran, jetzt sehe ich die Ränder des Displays. Also, wer auch nicht weiß, wie das aussieht, wenn man die Ränder sieht, ihr seht das. Also braucht ihr keine Angst haben. Wenn ihr nicht das Problem habt, dass ihr das denkt quasi, dann seht ihr auch die Ränder nicht, ja. Also man kann deutlich so ein Viereck erkennen eben, ja. Ein quadratisches Display oder ein rechteckiges. Tatsächlich ist es aber so, dass eben ich die Ränder des Displays oben nie sehen kann. Die sind scheinbar außerhalb ja, des Sichtfelds, was ich überhaupt haben kann. Ich sehe die Ränder unten, links und rechts, wenn ich jetzt kein Faceplate drin habe, ne? Ja, so, hier kann man es besser sehen, wenn es vor meinem Körper ist. Knarzen tut auch noch nichts. Da bin ich auch sehr froh drum, genau. Jacuzzi, Gott sei Dank. Alles super. So, also jetzt setze ich es hier. Also aufsetzen kann man ja nicht sagen. Ich sehe jetzt die Ränder, das heißt, alles, was ich jetzt messe, ist das maximal möglich. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier mit den Controllern mache. Muss ich mit einer Hand. Also, ich sehe jetzt das maximal Mögliche und jetzt gucke ich, was ich daran noch verändern kann. Also ich habe jetzt das Problem, ich sehe oben den Punkt, aber unten nicht mehr. Also ist das nicht gültig. Ich würde sagen 112. Ja, 112 kann ich sicher sagen. Das ist, da sehe ich beide Seiten. Jo, das ist das maximal Mögliche. Und man kann jetzt sagen, zwar für mein IPD von 64, 65, aber ich glaube nicht, dass das relevant ist, weil ich sehe ja jetzt die Ränder des Displays, ne? Ob ich jetzt ein anderes IPD habe, macht ja eigentlich keinen Sinn. Okay, ist auf jeden Fall interessant. Ich würde es gerne nochmal direkt mit dem Original Faceplate machen. Ja, dass wir da jetzt auch keine falschen Werte ermitteln.
Wie gesagt, ist live, damit ihr seht, wie sowas auch gemacht wird. Ja, also 110 sehe ich hier. 110. Das heißt, nur 2 Grad mehr ohne Faceplate. Ich bin also schon, was das Vertikale angeht, am Maximum. Ja. Ich schreibe mir das auch mal auf. Guck mal eben hier einen Stift. So, also VFOV Original 110 und HFOV 98. Ja, wie gesagt, immer ein paar Grad Toleranz, wie es gerade sitzt. Das ist alles, aber nichts Signifikantes. So, das mache ich nochmal ohne. Ja, also hier kann ich nochmal 2 Grad rausholen. Mehr nicht. Das ist ja Hammer. Also das Vertikale scheint bei mir überhaupt keinen Einfluss zu haben, ob man das Original hat oder nicht. Also VFOV ohne sind 112 Grad. So, jetzt kommen wir zum Horizontalen. Hallo Akku, schön, dass du auch da bist. Moin. Also, da bin ich jetzt mal gespannt. 98, von dem Wert kommen wir. Nach falscher Controller. 100 Grad, mehr geht nicht. Jetzt sehe ich nichts mehr. 100 Grad, ihr seht leider gar nichts davon. Ja, das ist der Bildschirmausschnitt. 100 Grad, ganz klar. Also da sieht man ja auch ein bisschen die Konsistenz. 2 Grad mehr auf beiden Seiten. Da bin ich ja überrascht. Ich bin also genau, für mich ist quasi das Original Faceplate genau perfekt. Ich bin genau an dem Punkt, wo ich die Ränder des Displays noch nicht sehe, aber das maximal mögliche Field of View habe. Ja, dann schauen wir uns jetzt mal an, wie das mit dem Odyssey Plus Cover ist. Wie gesagt, das ist natürlich jetzt nur für meinen Kopf gedacht und meine Augen und alles. Also nur meine Werte sind das. Egal, ob mit Cover, mit Odyssey Plus Cover, egal was, ohne Cover. Lasst euch einfach nicht abschrecken. Ich will euch nur zeigen, was scheinbar maximal möglich ist jetzt hier und dass ihr das ausprobieren solltet. Ja? Jemand anders hat ganz andere Erfahrungen, auch ihr vielleicht. Ne? Nur größere Werte solltet ihr nicht erreichen. JS, bitte den Unterschied zwischen virtuellen und physischem FOV auf der Netzhaut betrachten. Ja, das stimmt wohl. Du hast den perfekten VR-Kopf. Dazu gratuliere ich herzlich, Jacuzzi. Ja, genau. JS bei konstantem virtuellen FOV kann sich trotzdem das physische FOV durch den Zoom-Effekt erhöhen und dadurch der Klorolleneffekt verringern. Ja. Ist natürlich auch alles Wahrnehmungssache, ne, letztlich. Also total. Alles im Leben, ne? Und auch sowas. Gerade die Vorerfahrung, die wir haben, was wir denken, was wir erwarten, was jetzt kommt und so. Ist vollkommen richtig. Gecko 316, hi. Mein IPD ist so 64, 65, also macht eigentlich keinen Unterschied, was ich da einstelle. Da ist die Toleranz sehr groß in dem Headset. Aber jetzt testen wir mal das Samsung Odyssey Plus Cover. Hier ist es. Ist gestern gekommen. Kann es euch nochmal aus der Verpackung zeigen. Unboxing wollte ich jetzt nicht machen, so spannend ist das ja nicht. Es kommt hier in so einer Plastikfolie und da sind auch noch solche Tücher dabei.
wo man dann das Cover mit abwischen kann, ja, ob man das jetzt selber mit eigenen macht oder was. Entschuldigt hier, wenn das so flackert, das ist der virtuelle Greenscreen, ich habe hier keinen. Okay, jetzt, da habe ich schon, ich mache einmal, stell einmal das Bild wieder um. Ähm, Da habe ich schon hier in die Brille die, den Klettverschluss gemacht. Ach, Klettverschluss sage ich. Das Klettband angeklebt. Zwar 5 Stück, ähnlich wie wir das in dem Video von MRTV gesehen haben oder auch die Leute auf Reddit gepostet haben. Ne? Das hat ja mehrere Quellen, dieser Mod quasi. Und das ist jetzt so viral gegangen, dass ich dachte, das muss ich jetzt auch mal ausprobieren. Ne? Ohne dass ich es eben vorher auch ohne Cover überhaupt getestet habe. Ne? Also das habe ich jetzt festgestellt, dass ich hier eigentlich schon fast dran bin. Und mein Fazit dazu hört ihr dann gleich. Ja, nice. Ich erreiche horizontal 98, vertikal 110. Was hatte ich noch? Ja, top. Auch schon mit Brille in der VR-Brille. Cooler Test. Ja, schön. Auch Jan, cool, dass deine Brille in die Brille passt. Meine leider nicht. Äh, Tja, ich habe ja so schon einen hohen Druck hier auf meine Schläfen und meine Brille passt einfach nicht runter, die ist zu breit. Aber ich habe mir jetzt schon die Sehstärkenadapter geholt. Ja, Gecko, ich hoffe auch. Aber wenn das FOV eben, das IPD überhaupt so einen großen Einfluss darauf hat, ne? Okay. Ja, schön, dass ihr da seid. Okay, dann packe ich das jetzt hier dran und sage dann auch mal, wie ich das so finde. Also, erst hier unten, dann an der Seite, dann ziehe ich hier das Band nochmal nach oben. So, so sieht das aus bei mir. An sich sieht es erstmal in Ordnung aus. Ja, und jetzt setze ich das mal auf. Ich justiere das jetzt hier noch ein bisschen kurz. Okay, dann das Kabel wieder. Und dann schalte ich die Ansicht wieder um. Genau, ja, da ist, wie tief die Augen im Kopf liegen, ist wichtig. Also, jetzt setze ich es auf. Oh, B.S, hi. Den Effekt gibt es insofern, dass du irgendwann über die Displayränder darüber guckst. Wirklich größer, also zoomen wird der sichtbare Displayausschnitt nicht. Ja, sicher. Aber jeder, der eine mag den runden Effekt lieber als also wenn man die Linsen sieht, als die Bildschirmränder, ne, das ist alles so eine Sache. Lasst euch da nicht verrückt machen. Wenn ihr die G2 bestellt habt oder bestellen wollt, kann sie nur empfehlen. Jetzt sage ich einfach nur so, ohne tiefer jetzt auf irgendwas einzugehen. Lasst euch da nicht verrückt machen, von keiner Seite. Nicht, dass sie perfekt ist, aber auch nicht, dass sie schlecht ist, ja. So, also, wie empfinde ich das Cover hier? Tja, ich persönlich finde es unbequem. Vielleicht liegt es aber auch eben daran, dass ich, ja, wie gesagt, schon in allen meinen Livestreams jetzt relativ großen Kopf habe. Ich habe nämlich das Gefühl, als wenn ich in einen, weiß nicht, wenn jemand von euch schon mal Boxen war und vielleicht Boxhandschuhe anhatte und die dann vors Gesicht drückt, manchmal, ja, je nach, passiert ja dann, wenn man blockt, dann fühlt sich das genauso an. Das ist ja, so ein Fake-Leder oder echt, ne, es ist schon Fake-Leder, glaube ich. Ist nämlich sehr dünn auch. Wobei ich da auch nicht immer den Unterschied erkenne, darum geht's aber nicht. Es fühlt sich aber an, als ob ich komplett eingedrückt werde. Und das ist nicht bequem. Wenn ich jetzt gleich wieder das andere aufsetze, das Originale, dann kommt da richtig so ein Aufatmen. Ah, jetzt ist wieder schön. Außerdem habe ich direkt bemerkt, das ist natürlich auch individuell für mich, dass ja ich sehr schnell schwitze quasi, weil das ja komplett ja dicht auf meinem Gesicht liegt und
Ja, da habe ich dann Angst, dass das irgendwie reinläuft oder das will ich dann auch nicht, ne? Das ist dann vielleicht, wenn man das Headset teilt, ist das recht gut, aber für mich persönlich jetzt nicht. Ich teile mein Headset nicht und ich brauche das nicht. Und so eklig das klingt, wenn der Schweiß aufgesogen wird vor dem Originalen, wie gesagt, man kann es sauber machen, aber das ist ein Vorteil, dass das dann nicht überall hier rumtropft. Übertrieben gesagt jetzt, ja, also nimmt mich da jetzt nicht zu ernst. Aber finde ich jetzt eigentlich nicht gut. Ja, okay, Gecko, schön, dass du da warst. Schönen Tag, vielleicht bis heute Abend. Also, dann messe ich jetzt mal das FOV. Ich kann ja hier drin bleiben in der Ansicht und setze das jetzt mal richtig auf. Also, ich kann beobachten, dass ich Lichteinfälle habe in dem Headset. Und zwar sehr stark unten. Das ist sehr störend. Das ist nämlich der Lichteinfall. Das ist ja kein Lichteinfall. Ich sehe, die echte Umgebung ist zu weit oben, als wie zum Beispiel bei der Quest 2, wo es unten ist und mich persönlich nicht stört, sondern manchmal sogar nützt, weil ich dann runter gucken kann. Hier sehe ich, wenn ich gerade ausgucke, aber unten meine Tastatur jetzt. Und das stört mich. Außerdem habe ich hier oben links Lichteinfall. Das liegt daran, ich setze das nochmal ab, dass hier das Kabel natürlich ist und dadurch das Cover nicht ganz aufliegt. Das kann man mit Sicherheit noch lösen, indem man hier ein bisschen mehr Klettband dran macht oder vielleicht sogar das Cover an der Stelle eine Aussparung schneidet. Ähm, vorher würde ich aber empfehlen, das einfach zu testen und zu gucken, ob es einem überhaupt gefällt. Ich mache das nämlich jetzt nicht, beispielsweise. Ja, und mit unten habe ich nicht so wirklich eine Lösung. Ich habe das natürlich jetzt nicht zum ersten Mal drauf gemacht, sondern gestern schon viel damit rumprobiert. Und ich finde für mich persönlich keine passende, bequeme Möglichkeit, das zu verwenden. Aber ich will jetzt hier nicht sagen, dass das eine blöde Lösung ist. Versteht mich nicht falsch. Es geht um Folgendes. Auch das ist wieder das Beispiel, das perfekte Beispiel, dass jeder von uns einen anderen Kopf hat und die Dinge anders wahrnimmt und empfindet und auch anders kennt aus der Vergangenheit und deswegen vielleicht eher das will oder das will. Das bedeutet, wenn ich ein kleines Field of View aufgrund meines Kopfes habe oder meine Augen, wie tief die im Schädel sind, dann kann mir das Cover vielleicht sogar helfen. Nur das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ihr habt gerade gesehen, was für ein großes Field of View ich mit dem normalen Cover habe. Und dann ist vielleicht auch der Komfort ganz anders, weil ja eben der Kopf auch anders ist. Ja, und dann lohnt sich das vielleicht auch hier nochmal perfekter anzubringen, damit hier kein Licht reinkommt. Oder hier unten irgendwie so Gummi noch dran zu machen oder was, damit von unten kein Licht reinkommt. Aber das ist meiner Meinung nach dennoch nicht die Lösung kaufen, dran machen, 5 Minuten und fertig. Da braucht ihr mehr Zeit, um auch den Kopf richtig also hier das Kopfband richtig einzustellen, hier alles richtig zu machen. Das soll ja vernünftig aussehen, hier nicht überall abstehen und so. Und daher kann ich sagen, wenn ihr es bestellt habt, alles gut, lasst es ruhig kommen, sofern ihr denn die G2 habt. Denn ich würde eher empfehlen, erst die G2 zu haben und dann zu gucken, ob man ein Problem damit hat. Denn wenn ihr die Werte erreicht, die ich jetzt erreicht habe, wisst ihr, ob ihr das überhaupt benötigt. Aber wenn ihr die G2 schon habt oder dann habt und dann merkt, dass das Sichtfeld für euch nicht gut ist, dann ist das, glaube ich, einfach ein guter Versuch, um ja, dem für ein paar Euro dann eben entgegenzukommen, weil es noch keine originalen Cover gibt. Und man kann es ja auch wieder zurückschicken oder vielleicht sogar verkaufen, wie auch immer, wenn es dann eben nicht passt. Ja, aber wer kein kleines FOV hat, für den ist der Mod nichts. Also 2 Grad FOV haben wir ja noch nicht gemessen, messen wir jetzt. Ist da jetzt nicht so das. Für mich persönlich jetzt. Also ich kann verstehen, wenn das jemand gut findet. Ich finde es auch gut, dass das jetzt so viral geht, dass es Möglichkeiten gibt. Aber bedenkt eben auch, dass es hier auch wieder so ein Video, was das sagen soll. Es ist für jeden individuell. Es ist nicht die Lösung. Die G2 ist nicht das Headset für alle. Es ist einfach so. Also ganz von mir versucht objektiv zu beurteilen. Für mich persönlich subjektiv ist es nichts. Das liegt aber an meinem Kopf und dem FOV, welches ich erreiche. Aber
Ich kann mir vorstellen, dass es für jemanden was ist. Also finde ich gut, dass das jetzt durch Reddit und MRTV auch einfach an Bekanntheit gewonnen hat, diese Methode. Ist ja auch immer spannend, sowas mal auszuprobieren. Okay, so, jetzt messen wir aber endlich und kommen dann auch langsam zum Fazit, beziehungsweise ich habe ja gerade schon so ein halbes Fazit gegeben und Ende des Videos. Also, ich stelle das jetzt so ein, dass ich scharf sehe, das ist ja wichtig. Und ich kann mit dem Cover die Ränder des Displays sehen. Ja, das ist aber gar nicht so schlecht. Ich finde das nicht schlecht, die Ränder des Displays zu sehen. Also, das klingt schlimmer, als es ist, finde ich. Denn man nimmt das nur so leicht wahr. Und ob ich jetzt die runden Ränder der Linsen sehe oder die geraden des Displays, macht für mich keinen Unterschied, ob die Augen nun rund sind oder nicht, ja. Also ist jetzt mein persönlicher Eindruck. Und ich kann jetzt schon sehen, dass ich genau so viel hier erreiche, welche Controller habe ich. Jetzt kann ich hier super durchgucken. Also ist wirklich so. Kann man aber noch justieren. Also ich kann ja hier unten das noch ein bisschen weiter runter machen und so. Macht euch da jetzt nicht so einen Kopf. Äh, was muss ich noch mal drücken? Hier, den hier, ne? Genau. Ja, also 100 Grad kann ich auch hier messen, ne? 100 Grad horizontales Field of View, weil ich die Ränder sehe. Es ist absolut gleich. Also es ist das maximal Mögliche. Und das ist natürlich für Leute, die ein kleineres, viel kleineres gemessen haben. Also mit viel kleiner meine ich wirklich über 10 Grad. Das macht dann vielleicht was aus, ne? Obwohl ich es bei der Quest eben auch von der Wahrnehmung her nicht so sehr merke. Aber ja, sagen wir mal, über 10 Grad könnte was ausmachen. Auch in der Wahrnehmung. Und ja, ich sehe jetzt die Ränder, daher ist das genauso wie ohne. Und ich kann jetzt das Headset übertragen. Also schon mal Ergänzung von mir zu meiner kleinen Beschreibung des VR-Covers. Ist natürlich cool. Kann ich das Headset tragen und bin maximal dran. Also finde ich gut. Für wirklich tolle Möglichkeit dann, sage ich jetzt mal. Wie komme ich denn hier nochmal raus? Jetzt komme ich hier nicht raus. Aber ich muss hier einmal draufdrücken. Oder? Na? Ja, das ist Mist hier mit dem Tool. Ach, der Controller ist aus. Haha. Dann kann das ja auch nicht gehen. Okay, jetzt geht's. Jo. So, 100 Grad und hier sehe ich jetzt auch schon die Punkte noch. Kriege ich hier vielleicht noch was? Nein. Wenn ich beide Punkte sehen will, 112 Grad. 114 sehe ich nicht mehr beide. Ja, 112 Grad. Ich sehe eben oben, sehe ich die Ränder nicht des Displays, aber unten. Und daher kann ich wahrscheinlich oben den Punkt noch ersehen, ne? Ja, so ist es. Ja, so. Das ist mein Ergebnis und mein quasi Fazit des, ich muss ja einmal den Chat wieder aufrufen. Einmal den Chat wieder aufrufen. Genau. Also, das ist mein Fazit zum VR-Cover der Samsung Odyssey Plus für die HP Reverb G2. Ich kann das gleiche FOV erreichen, bequem, in Anführungsstrichen, ebenso wie man das empfindet, wie ohne Facecover. Aber da ich mit dem originalen Facecover eben nur 2 Grad weniger messen kann und ich keine Probleme habe mit dem Headset, ist das für mich nichts.
Aber wenn ihr wirklich Probleme habt, aber probiert das erst aus, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, um das mal zu testen, wenn ihr da keinen 3D-Drucker habt. Ich weiß überhaupt nicht, warum so viele übrigens einen 3D-Drucker haben. Auf einmal hat jeder einen 3D-Drucker, also ich habe keinen. Ich finde das auch nicht normal, einen zu haben. Aber wenn natürlich einen hat, ist das cool. Ähm, ja, und doch, eine schnelle Möglichkeit, das eben zu lösen, finde ich, wenn man da Probleme hat mit dem FOV. Gut, so, dann gucke ich nochmal in den Chat. B.S. Solange die nicht glitzern wie bei der G1, ist das auch kein Ding. Also die Ränder, nö, gar nicht. Alles in Ordnung mit den Rändern. Akku, hast du gerade den gedruckten Gasket-Mod drin oder den Franken-FOV-Mod? Ja, MRTV hat das ja Franken-FOV-Mod genannt, analog zu der Franken-Quest. Ich nenne es jetzt einfach Samsung Odyssey Plus Cover in der G2. Ich will dem gar keinen Namen geben, weil ja, ganz viele Leute haben das schon ausprobiert. Und durch ihn bin ich aber auch jetzt richtig erst darauf aufmerksam geworden und wollte das dann auch mal testen. Also so gesehen ist, wenn ich deine Frage beantworten soll, das Franken FOV-Mod ist es, genau. Ja, B.S. Ja, gut. Ist halt ein Begriff, da weiß jeder, was gemeint ist quasi. Aber es weiß auch jeder, was gemeint ist, wenn wir sagen Samsung Odyssey Plus Cover. Nein, finde ich gut, dass er es vorgestellt hat. Ich wollte jetzt im Nachhinein kann ich wirklich sagen, kann ich bestätigen, dass das möglicherweise für jemanden, der ein kleines FOV mit der G2 hat, ähm, hier helfen kann. Ihr habt kein Risiko. Wenn es nicht gut ist, ihr es nicht mögt, wie auch immer, schickt zurück. Aber das ist natürlich ein Problem. Also ich habe es jetzt bei Amazon bestellt, deswegen ist das auch schon da. Kostet 5 Euro mehr. Allerdings habe ich mir eben sowas, nein, ich habe mir nicht sowas schon gedacht, aber ich wollte mir jetzt offen halten, wenn mir das nicht gefällt, dass ich es wieder zurückschicke eben. Und daher habt ihr dann kein Risiko, ne? Also das ist wie bei der Quest 2. Erstmal das originale Strap ausprobieren, habe ich gemacht. Hab festgestellt, für mich ist das nichts, weil mich das hier am Ohr schneidet, weil ich das nämlich sehr weit runter machen muss hinten. Und dann habe ich mir das Elite geholt und alles war super. Ne? Und so ist das auch gut, ne? Dass der Grundpreis niedrig ist und man dann noch was holen kann, original, ohne selber was zu modden. Das ist ja schon ein Mod hier. Ähm, ja, das zu verbessern, den Komfort. Haben sie daraus gelernt aus der Quest 1. Und ja, hier würde ich mir wünschen, wenn HP auch andere Facecover anbietet, die zum Beispiel hier nicht so einen spitzen Winkel haben, sondern ein bisschen weiter sind. Das bietet ja sogar auch Face oder Oculus an, ne? Dieses Fitpack für die Quest 2. Vielleicht würde es dann auch mit der Brille funktionieren. Das fände ich toll. Aber wir wissen ja, HP hat ganz andere Probleme, nämlich überhaupt das Gerät zu produzieren, zu verschicken, wie auch immer, die Leute zu beliefern. Also da brauchen wir nicht mit rechnen. Ähm, vielleicht gibt es ja Anbieter, die, wie VR-Cover jetzt eben bald, da müssen wir alle aus der Community Druck machen, damit die da selber was, ich sag jetzt mal, Offizielles von deren Seite ausbringen, wo dann auch kein Lichteinfall ist, was man einfach reinklippen kann und auch wieder leicht rausmachen kann. Also das würde ich mir wünschen für alle, die ein kleines FOV haben. So, jetzt aber nochmal wirklich ein Fazit. Toller Mod, schnell zu machen, relativ günstig, sage ich mal. Für die, die selber die G2 schon haben und feststellen, dass das FOV zu klein ist. Messen am besten. Und auch ohne Facecover einmal messen, ne? Damit ihr seht, was ihr maximal rausholen könntet. Für alle die so ein ähnliches FOV haben wie ich mit dem Originalcover oder eben auch ohne Cover, ist ja beinahe dasselbe bei mir, das gleiche, dann nutzt der Mod nichts. Was wollt ihr denn da verbessern, ne? Ganz klar. Also ihr könnt nicht über die physischen Grenzen des Displays eben hinauskommen. Dann schaue ich nochmal in den Chat hier zum Ende des Streams. Jo, Akku. Ich habe das Gasket Mod hier liegen aus Nylon Carbon, aber keine G2. Okay. Kannst du mir mal zeigen, was du da hast? Weiß ich jetzt gar nicht, was du meinst mit Nylon Carbon Gasket. Wahrscheinlich was 3D gedrucktes. B.S. Nein, die Odyssey Plus kenne ich nicht aus eigener Erfahrung. Habe ich nur oft gehört, die soll gut sein, weil sie auch einen sehr wenig Screen Door Effekt eben hat, ne? Durch so eine spezielle Beschichtung.
aber habe ich nicht. Meine Erfahrungen sind als erstes die PSVR, dann die ähm, HTC Vive Cosmos, mit der ich relativ zufrieden war, bis auf das Tracking eben, ne? Und der Sweet Spot, also der, ja doch Sweet Spot, ich war nicht schnell in der Brille drin und habe scharf gesehen. Dann die Quest 1, dann habe ich die Rift S mal bei Luca ausprobiert, die hatte ich nicht selber, er hatte die Rift S bisher. Und dann haben wir uns beide die Quest 2 gekauft, weil HP nicht aus der Pötte kam. Sonst hätte ich mir die nicht gekauft. Aber jetzt kam die G2 endlich vor ein paar Tagen am Montag und vielleicht behalte ich die Quest und die G2 mal gucken. Die G2 auf jeden Fall, will ich damit sagen, aber die Quest mal schauen, weil ich gehe nicht irgendwo hin und spiele dann da. Also dieser Use Case ist ähnlich wie mit dem Laptop könnt ihr super im Flugzeug arbeiten, ja. Ich fliege nicht oft und arbeite dann auch nicht im Flugzeug, ja. Das ist dann für jeden individuell, aber ja, da muss man so ein bisschen halt versuchen, rational zu denken. Ist nicht immer leicht in dieser Industrie, in dem Kapitalismus, in dem wir uns bewegen. Das weiß ich nur zu gut. Und ja, jetzt warte ich noch auf die Index. Die habe ich mir auch bestellt, weil die G2 nicht kam. Und da bin ich gespannt, wie ich da das FOV empfinde und ob ich. Und das ist dann auch die erste Brille wieder mit einer niedrigeren Auflösung. Da bin ich gespannt, ob mich das stört. Aber ich wollte auch mal selber gucken, wie 144 Hertz in der Brille aussieht. Ich sage euch aber auch, das könnt ihr nicht in vielen Spielen machen. Mit Motion Reprojection schon, aber natürlich nicht nativ, ne? Zumindest zurzeit nicht. Also auch egal, ob 3090, VR, PC VR ist immer noch Mist. Ich finde, jetzt die Hersteller sollten bei der Auflösung bleiben und jetzt einfach warten, dass die Grafikkarten in der nächsten Generation, noch besser werden. Ne? Wir brauchen jetzt nicht noch mehr Pixel, dann können wir nie die Leistung ausreizen und dann kommt doch nie ein Hersteller und entwickelt mal ein Spiel gut, so wie Valve, ne? Dass das auch überall vernünftig läuft. Okay. Meine Index soll in 2 Wochen kommen. B.S, ne, Akku, genau. Und ja, 3D-Druck, okay. Ja, zeig mir das gerne. Du kannst mich ja auch im Discord adden. Ähm, jo, okay. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Schön, dass ihr so auch fleißig im Chat wart. Ich hoffe, es war interessant. Heute gegen 17 Uhr eben oder um 17 Uhr ist dann der Spielestream von mir. Den mache ich dann auch ein bisschen anders als beim letzten Mal. Also ich habe mein PC wieder im PC-Zimmer und so weiter. Ist jetzt nicht, dass ich alles im Wohnzimmer aufgebaut habe, eben nur fürs erste Mal da. Und dann spielen wir einfach ein bisschen, ne? Und da habe ich viel getestet, auch gestern. Also da könnt ihr ganz viel Begeisterung von mir erwarten. Das kann ich euch schon mal sagen. Nein, die scharfe Mitte könnt ihr nicht größer bekommen, weil es keine Unschärfe durch fehlende Pixel ist, sondern aufgrund der Linsen. Aber diese Unschärfe, Jan, wie gesagt, ist bei mir nach 3 Tagen jetzt schon gar nicht wahrnehmbar, so doof das klingt. Das war am Anfang so, boah, dachte ich, aha, was ist das denn? Und jetzt überhaupt nicht mehr. Und ihr müsst die richtige Headset-Einstellung finden. Wie gesagt, ich habe meine ein bisschen höher jetzt hier sitzen und kann dadurch eben insgesamt ein viel schärferes Bild auch erreichen. Ne? Also je näher an die Linsen kommt, desto besser ist das. Ich kann aber verstehen, wenn jemand, der weit weg ist, vielleicht nicht so ein großes Sichtfeld scharf hat, weil ja, ja, es ist alles schwierig. So viele Variablen und wenn wir ehrlich sind, manchmal bewegen wir uns auch in Vermutungen hier und sprechen über Vermutungen und nicht über Wissen, nicht über Fakten. Und da soll einfach jeder seine eigenen Meinungen posten, dann wissen wir, es ist wie alles im Leben immer insgesamt für jeden individuell, ist leider so, ne? Ja, Jan. Ja, das stimmt. Aber tatsächlich, ja, nein, du hast recht. Natürlich wäre es schöner, wenn es genauso scharf, komplett übers ganze Field of View wäre wie in der Mitte. Also, du hast recht. Alles gut. Aber es ist kein K.O.-Kriterium gerade. Okay, ja, dann beende ich jetzt den Stream. Bis heute Abend, seid dabei, 17 Uhr. Und dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video von uns. Ciao.